Ja, finde ich super spannend. Wahrscheinlich ist es ein bisschen was von beidem, aber tatsächlich, bevor wir es dann weiter in Richtung des horizontalen Prototypen erweitern, können wir erstmal mit dem Vertikalen anfangen. Ein bisschen Vertikales steckt ja auch im Horizontalen. Und falls wir das tatsächlich machen würden, was wäre dann die wichtigste Plattform? Gehen wir quasi auf Instagram, dort wo schon so am meisten los ist an Influencern, aber vielleicht auch an möglichen Konkurrenzplattformen? Oder gehen wir eher auf Plattformen, die gerade erst noch im Entstehen, im Aufbau sind, zum Beispiel TikTok? Oder setzen wir ganz stark auf eine Nische wie LinkedIn? Wie würdet ihr das angehen? Ich empfinde das gar nicht so als Nische LinkedIn. Also ich nutze LinkedIn eigentlich am meisten. Und deswegen würde ich auch tatsächlich über LinkedIn gehen, ja. Hier macht Robin eine schnelle Generalisierung, die ich in der Praxis leider häufig beobachte. Wenn ich das so mache, dann werden das unsere Kunden bestimmt genauso machen wollen. Diese Priorisierung aus der Ich-Perspektive ist jedoch oft ein Trugschluss. Hier empfehle ich generell, Kundenfeedback oder Daten einzuholen, die diese Annahmen verifizieren oder falsifizieren. Wäre für mich ein bisschen konträr dann zu dem breiten Ansatz, den du eigentlich fahren möchtest. Deshalb sehe ich eigentlich Instagram als vorne, weil thematisch ganz viele Spektren abgedeckt sind und das schon führend ist, wo einfach die Influencer auch wirken. Super spannend. Wir haben zwei Meinungen, LinkedIn, Instagram. Was sagen denn die Kunden? Was sagen die Nutzer? Haben wir aus den Design Thinking Interviews irgendwas mitgenommen, wo die Leute sich eher tummeln, die Kleinstunternehmen, die wir suchen? Auch hier beobachte ich wieder einen Konflikt zwischen zwei Positionen. Diesmal jedoch keinen Healthy-Konflikt. Robin und Ida argumentieren beide aus logischen Annahmen heraus, nicht aber aus tatsächlich gewonnenen Einsichten von potenziellen Kunden. Es stehen sich also zwei subjektive Meinungen gegenüber, welche ich durch eine Objektivierung auflösen möchte. Was sagen denn unsere Kunden dazu, ist eine mächtige Frage hierfür. Selbst wenn diese Evidenzen noch nicht vorliegen, sollte man damit verbleiben, diese im Nachgang einzuholen, anstatt vorschnell zu entscheiden. Diskussionen über Meinungen können nämlich schnell emotional werden oder zu einer hierarchischen Entscheidung verleiten. Soweit möchte ich es als Moderator aber gar nicht erst kommen lassen, sondern lieber zu evidenzbasiertem Entscheiden motivieren. Die Kleinstunternehmen sind tatsächlich sehr vereinzelt auf LinkedIn, also nicht jede Branche. Es ist sehr branchenspezifisch, welche auf LinkedIn sind. Also heißt, wir lassen da auch viele außen vor und lassen irgendwie auch einen Kundenstamm außen vor. Auf Instagram sind wiederum viele privat, nicht unbedingt beruflich, aber tummeln sich privat darauf. Und man kann ja die Vermischung auch mal irgendwie in Kauf nehmen, zu unserem Vorteil. Und TikTok ist wiederum natürlich eine Generationssache. Ja. Das sind ja nur Spaßvideos eigentlich. Aber auch da passieren Influencer-Business-Modelle. Ja. Wenn ihr euch entscheiden müsstet, was wäre die erste Plattform, die wir beim Crawler uns vornehmen? Würde ich tatsächlich den Nutzern folgen und Instagram. Ja, super. Dann machen wir doch mal Instagram hier hin. Und die anderen würde ich tatsächlich mal erstmal auf den Ideenparkplatz stellen. Wohl wissend mit dem, was ihr gesagt habt. Wir wollen erstmal über Instagram lernen und dann überlegen, was sind die nächsten großen Plattformen und dann vielleicht auch aus der Aufwandseite betrachtet. Was können wir dann, wie können wir den Code einfach anpassen, um vielleicht auf die nächste Plattform weiter auszurollen. Deswegen würde ich diese Entscheidung vielleicht tatsächlich noch gar nicht jetzt treffen, sondern erstmal damit anfangen und damit lernen. Ideenparkplatz heißt also nicht notwendigerweise, das kommt irgendwann ganz spät, sondern dass diese Themen jetzt noch nicht priorisiert werden. Wir lernen ja mit jedem Inkrement. Das führt in der Regel auch zu kontinuierlichen Repriorisierungen. Der Ideenparkplatz kann ja also so interpretiert werden, wir priorisieren es noch nicht so lange, bis wir eines Besseren belehrt werden. Dies gilt analog auch für Themen, die für Version 1 oder Version 2 geplant sind. Wie sieht es im nächsten Schritt aus, der Influencer-Suche? Ja, also klassisch Suchbegriffe, Keywords bräuchten wir und eine Filterfunktion mit Alter, Geschlecht, Branche. Ja, da kann ich mir auf jeden Fall schon direkt ein paar coole Lösungen vorstellen, wie man das machen könnte. Zum Beispiel mit REST API.
damit technisch versierte Nutzer auch eigene JSONs queryen können. Das würde ich zum Beispiel auf jeden Fall erwarten, dass ich das machen kann, weil man dadurch einfach echt viel schneller und effektiver suchen kann. Ja. REST API, super spannend. Haben wir sowas mal in den Interviews gehört, dass die Leute auch eine technische Schnittstelle suchen wollen? Auch Yannick priorisiert hier aus der Ich-Perspektive. Er schließt von seinem Bedürfnis, Suchanfragen über die Kommandozeile stellen zu können, darauf, dass dies auch ein häufiges Bedürfnis anderer Nutzer ist. Auch hier stelle ich wieder die Frage nach Evidenzen für dieses Bedürfnis.